Das ist ein sehr geselliges Fahrzeug, weil es hat eine ganz besondere Lodge-Sitzgruppe vorne, wo man halt mit 5, 6 Personen sitzen kann und ich sage immer eine gemütliche Skatrunde spielen kann. Wir haben Aluminiumfelgen, wir haben die Solaranlage, wir haben den TV, wir haben die automatische Sattanlage, wir haben die Markise, wir haben den Radträger, wir haben das Navigationssystem mit Rückfahrkamera und Stellplatzführer und Radio. Wir haben die Fahrerhausklimaanlage, wir haben den Tempomat drin, Lederausstattung. Etrusco im Modelljahr 2020, der T7400 QBC. Ja, die ganzen Buchstaben hier bei dem Fahrzeug haben natürlich eine Bedeutung und das QB steht für, das werden wir jetzt mal nicht verraten, und das C, das wird Ihnen gleich die Sprache verschlagen, denn hier können nämlich die Nachbarn, wenn sie denn mal wieder dürfen nach der Krise, ganz nah zu Ihnen rankommen und können zu 8 an einem Tisch kuscheln. Stell ich mal vor. Ja, hallo, ich bin der Jürgen Jung von Wohnmobil-Saarland. Ja, das ist ein Wohnmobil von Etrusco. Etrusco ist eine Marke der Erwin Hümer Group und die Fahrzeuge werden in Italien gebaut und da ist ja Pizza, Pasta, Rotwein, Geselligkeit. Genau. Das ist ein geselliges Fahrzeug. Das ist ein sehr geselliges Fahrzeug, weil es hat eine ganz besondere Lodge-Sitzgruppe vorne, wo man halt mit 5, 6 Personen sitzen kann und ich sage immer eine gemütliche Skatrunde spielen kann. Ja, die Fahrzeuge zeichnen sich aus, dass sie unglaublich günstig sind. Also ich kann Ihnen eins sagen, mit dieser Komplettausstattung, die hier drin ist, hier fehlt nämlich wirklich nichts. Oder sagen wir mal fast nichts, ja. Fehlen tut ja immer vielleicht irgendwas. Aber ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich unschlagbar? Es handelt sich um einen teilintegrierten. Das bedeutet hier vorne das Chassis, Jürgen, wo du gerade davor stehst, das ist noch ein quasi Original Fiat. Genau, und Ducato mit dem Leiterrahmen, mit der Hinterachse und ab dem Teil hier, inklusive dieser Verblendung, wird dann von Etrusco der komplette Aufbau oben aufgesetzt. Genau, da gibt es eine Dichtigkeitsgarantie. Wie lange ist die? 5 Jahre. 5 Jahre, so, da muss man ab und zu mal zur Kontrolle hin, aber wie das genau funktioniert, jedes Jahr einmal. Fahren Sie am besten nach Saarlouis oder zu einer, ich sag mal, Person, die das da macht. Da kann man mit Jürgen auch mal sprechen. Wenn Sie natürlich aus Bornholm kommen oder irgendwas, da wird man schon einen Weg finden. Wie läuft das nochmal dann? Also es ist so, dass die Dichtigkeitsprüfung bei uns immer stattfindet. Die Kunden kommen dann irgendwann im Laufe des Jahres vorbei, weil sie sowieso in den Süden fahren oder in den Norden fahren und dann wird sie dann mitgemacht. Und wenn das wirklich nicht gehen würde, dann finden wir eine Lösung, dass es irgendwo beim Partner in der Region dann gemacht wird, wo die Leute dann wohnen. Ja, denn Dichtigkeit ist ganz, ganz wichtig. Es kann ja immer mal was passieren. Hattet ihr überhaupt schon bei einem Etrusco ein Dichtigkeitsproblem feststellen können? Nein, noch nie. Also wir haben nie Probleme bei den Teilintegrierten bis heute gehabt, weil die sind von der Verarbeitung her so gut, dass es da, wenn keine Unfallschäden da sind, die unsachgemäß behoben worden sind, gibt es keine Undichtigkeitsstellen oder Stellen, die undicht sind. Ja, es ist die neueste Motorenvariante, das heißt, hier darf ich in jede Innenstadt rein. Er hat 2,3 Liter, 140 PS, eine sehr, sehr schöne Variante mit einem Schaltgetriebe. Das gibt es aber auch mit Automatik. Gibt es auch mit Automatik. Automatik wäre dann allerdings möglichst 160 PS, um eben den Kraftverlust des Automatiks ein bisschen zu egalisieren. Dann hätte er 160 PS. So, das hat einen ganz leichten Schlupf, glaube ich. Das ist eine Doppelwandler. Doppelwandler. 9-Gang Automatik. So. Ja, wenn man das so sieht von außen, da kann man noch nicht erwarten, was da drin ist. Also welche kleine Überraschung uns überrascht. Zum Fahren selber, Jürgen. Für wie viele Fahrzeuge ist dann das Fahrzeug hier gedacht? Für wie viele Fahrzeuge? Wie viele Leute? Also dieses ist ein reines Fahrzeug für 2 Personen. Für 2 Personen. Genau. Es passen aber gleich, das werden wir gleich sehen, bis zu 8 Leute rein. Es passen gleich aufgrund der Sitzgruppe zum Sitzen bis zu 8 da. Man darf fahren mit 4, aber Schlafmöglichkeiten gibt es bei diesem Fahrzeug ausschließlich im Fahrzeug nur für 2. Ja, und das Ganze ist sogar so entkoppelt, dass man sich aus dem Weg gehen kann. Der eine kann Fernsehen gucken, man kann zumachen. Also es ist das optimale Modell, wenn Sie auf große Reise gehen möchten mit 2 Personen. Aber Sie treffen sich zum Beispiel mit einem Kaffeekränzchen eben dort in Bornholm. Sie fahren vielleicht an die Ostsee, Sie fahren dann nach Italien runter, wenn es denn wieder geht. Und da kann man sich zusammensetzen. Das zeigen wir gleich mal. Kofferraum. Genau, Kofferraum. Auch wieder ein sehr schöner Kofferraum. 7,40 Meter Fahrzeug. Bedeutet Länge 7,40 Meter. Aber wir haben einen riesen Kofferraum, wo man viele Sachen unterbringen kann. Da sieht man noch ein paar Zubehörteile, die zum Fahrzeug gehören. Erkläre ich gleich noch, was das ist. Jedenfalls hier sieht man, da bekommt man auch nötigenfalls ein Fahrrad rein, wenn man das Vorderrad rausmacht. Bei dem hier wäre es aber so, dass der Radträger inkludiert im Preis auf der Heckwand montiert wäre. Genau, das ist ganz neu.
ist jetzt noch nicht montiert. Das macht ihr immer erst dann, wenn das Fahrzeug abgenommen wird. Genau. Denn es gibt einige Leute, die möchten nämlich gar keinen Heckträger haben. Und dann hat man da vielleicht einen hässlichen Heckträger hinten drauf. Andere finden den ganz toll, so einen Heckträger. Genau. Das kann man dann jeder selber entscheiden. Er ist auf jeden Fall dabei. Er ist auf jeden Fall im Preis mit drin, wenn man ihn haben möchte. Es gäbe auch die Möglichkeit, hier eine Anhängerkupplung dran zu machen, weil man einen Anhänger mitnimmt oder den Radträger dann wie beim Pkw auf den Anhängerkupplungskopf draufzusetzen. Deswegen montieren wir ihn erst dann, wenn der Kunde gesagt hat, was er haben will. Genau, diese Anhängerkupplung ist allerdings auch preispflichtig, genauso wie der Radträger außen, der kostet ein bisschen mehr. Also der Radträger außen liegt bei 480 €, also der für auf die Anhängerkupplung. Der Radträger hier an der Rückwand ist ja im Preis inkludiert und die Anhängerkupplung liegt bei 1200 €. Bei 1200. Die sollte man am besten auch gleich mitbestellen, denn das Ganze ist ja, ich sag mal, über einen Bus wird alles überwacht mit allem drum und dran. Dann werden die Kabel auch schon gleich gezogen. Es lohnt sich da auf jeden Fall, wenn man weiß, man nimmt vielleicht was mit. Thema Zuladung, großes Thema. Wenn ich auf große Reise gehe, 3,5 Tonnen Gesamtgewicht mit 2 Personen, was kann ich denn hier noch reinpacken? Also nach WLTP sind die Fahrzeuge hier alle berechnet. Die haben ein Leergewicht von 3020 Kilo. Und das heißt, bis auf 3500, also 480 Kilo ist Zuladung. Ist in den 3020 der Fahrer schon mit drin? Der Fahrer ist mit 85 Kilo berechnet und der halbe Wassertank oder der halbe Dieseltank. So, das heißt, ich sollte aber gucken, dass zum Beispiel das Grauwassertank, also der leer mit dabei ist, leer ist. Und während der Fahrt, während den Transferzeiten, macht man den Tank vielleicht ein Viertel oder halb voll, je nachdem. Das muss man immer sehen, was man vorhat. Ja, es gibt ja viele, ich sag mal, Bauhöfe, wenn man denen so einen Zehner gibt oder ein bisschen was in die Kaffeekasse, ja, dann wiegen die auch mal so, viele machen es sogar umsonst. Es lohnt sich mit so einem Fahrzeug auf großer Tour, weil da gibt es so Tipps, gibt viele, die überladen wirklich und das geht schnell. Ja, also man sollte schon schauen, dass man das Gewichtsproblem im Griff behält. Man kann eben sich einmal verwiegen lassen, aber im Regelfall, wenn man wirklich die Fahrzeuge normal belädt, sage ich immer, kann man sie nicht überladen. Ich habe es noch nie geschafft, mein Fahrzeug zu überladen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es schon geschafft. Ja. Problemlos. Ja. Das ist so. Aber es gibt so einen kleinen Trick, aber das wird Ihnen der Jürgen auch noch mal erzählen. Man kann nämlich auf alle Sachen, die man nicht benutzt hat im Urlaub, im letzten einen Punkt kleben. Und genau. die lädt man einfach aus und dann ist auf einmal 3/4 vom Auto leer. Genau, so ist es. Rutschmatte dabei? Ja, also die Rutschmatte ist natürlich so, wie sie jetzt drin liegt, auch schon dabei. Dieses Polster ist ein zusätzlicher Umbau für die Sitzgruppe vorne, die man dann im Notfall zum Bett bauen könnte, um dann jemand, der vielleicht ein Glas Wein zu viel getrunken hat, auch eine Nacht nächtigen zu lassen. Aber nicht natürlich während der Fahrt, ist ja klar. So, das heißt, ich kann von beiden Seiten beladen, das ist schon mal wichtig. Genau, die Türen sind immer 2 Türen bei uns im Kofferraum. Das ist bei anderen auch nicht so, bei uns ist das so. Also der Kofferraum hat immer 2 Klappen oder 2 Türen, damit man von beider Seiten unabhängig den Kofferraum beladen kann. So, da sind wir schon direkt beim Gasfach. 2 2x11 Kilo Flaschen, 11 Kilo Flaschen rein, sind nicht im Preis inkludiert. Passen 2x11 Kilo rein. Wie ist der Preis von so einer Flasche? Also die Flasche liegt bei ungefähr 50 € plus die Füllung, also ungefähr 70, 80 €. Genau, die gibt es auch in Alu, muss man sagen, klär mich auf. Genau, es gibt Aluflaschen, die deutlich leichter sind oder die normalen Tauschflaschen. Grauen Farben oder man macht eine Tankflasche rein, wo man im Ausland halt ganz normal bei jeder LPG-Tankstelle füllen kann, also sogenannte Tankflaschen. Da vorne ist ein Crash-Sensor, das heißt, ich darf auch während der Fahrt die Heizung benutzen. Genau, man darf während der Fahrt die Heizung benutzen und kann während der Fahrt auch kühlen mit Gas oder so weiter. Ja, im Preis mit drin sind die Alufelgen. Die Alufelgen, ich hätte fast gesagt die Edelmetallfelgen. Ist Alu ein Edelmetall? Nee. Alu ist ein Edelmetall. Echt? Cool. Was ist das hier? Das ist der Anschlussstecker für den Landstrom. Da führe ich eben 230 Volt ins Fahrzeug ein, zum Laden der Aufbaubatterien oder zum Betreiben alles dessen, was ich nutzen möchte, währenddem ich irgendwo auf dem Stellplatz stehe. Okay, das heißt, ich verbrauche die interne Aufbaubatterie, so nennt man das. Fahrzeug hat mindestens 2 Batterien, wenn man das möchte. Also die eine Batterie ist zum Starten, wie man das kennt vom Auto. Genau, eine Batterie ist eine Starterbatterie, die ist ausschließlich für den Motor da und die zweite Batterie ist im Aufbau verbaut, ist dafür da, um alles mit 12 Volt zu betreiben, Fernseher, Satellitenanlage, Pumpen, Licht, alles das, Toilette, alles geht mit 12 Volt. Und wenn man hier Strom von außen hat, hat man eben zusätzlich noch in den vielen Steckdosen 230 Volt. Ja, wichtig ist auch, wir stehen jetzt hier, wir haben keinen Stromanschluss hier. Das bedeutet, wir können dieses Fahrzeug mehrere Tage ohne Stromanschluss benutzen, weil, wenn die Sonne scheint, sogar noch länger. Genau, wir haben inkludiert eine Solaranlage drauf. Das heißt, über die Solaranlage wird die Aufbaubatterie permanent wieder nachgefüllt und man ist unbegrenzt autark. Quasi, also wenn man nicht gerade immer wieder
ich sag mal, das Licht die ganze Nacht durchbrennen Also die lässt. Lichter haben keinen Verbrauch. Das sind LED-Leuchten, die sind ganz, ganz minimal. Der meiste Verbrauch wäre der Fernseher mit der automatischen Sattanlage oder den Kühlschrank, wenn man die mit 12 Volt laufen lassen würde, was aber sinnlos ist, wenn man Gas hat. Ja, vorne ist die Toilette. Wir gehen gleich mal drauf ein. Es gibt die Möglichkeit, dass man einen sogenannten Inverter aufrüsten kann. Und da kann man dann schon mehr Strom verbrauchen, wenn man das möchte, zum Beispiel für eine Kaffeemaschine. Genau, also wenn man einen Inverter einbauen würde, dann bräuchte man eine zweite Aufbaubatterie, damit man auch genug Kapazität hat. Und dann könnte man bei 2000 Watt Dauerleistung auch eine Kaffeemaschine oder Kindergeräte irgendwas anschließen. Was Auf 230 Volt. Auf 230 Volt, genau. So, Während genau. der Fahrt ohne Strom von außen zu haben. Sehr schön, ja. Das ist die Toilettenanlage. Das ist die Toilettenkassette. Da hebe ich einfach hier hoch, kann die rausziehen, pack die, kann hier rausfahren, drehe auf, drücke auf den Knopf und kann das in die Ausgussbecken reingießen, mache einen Schluck Wasser rein, Chemie wieder rein und kann sie ganz normal wieder reinstellen. Hat ein Fassungsvermögen von 17 Liter. Nicht in die Toilette gießen. Nicht in die Toilette gießen, es gibt spezielle Ausgussbecken dafür und innen drin ist eine optische Anzeige, wo man sieht, halb voll und voll. Ja, vorne ist die Heizung, das ist der Heizungsauslass. Die Heizung hier ist unter der Sitzbank. Die ist in dem Fall unter der Sitzbank verbaut, genau. Oben wird die kalte Luft angezogen, unten kommt die warme Luft raus. Also das Abgas, was kein Abgas ist, das ist Feuchtigkeit, Brennwerttechnik wie eine Gasheizung zu Hause. Absolut sauber, absolut aktuellster Stand. Ja, ich zeige mal gerade was, eine Kleinigkeit, die aber sehr wirksam ist. Denn hier ist ein kleiner Schalter eingebaut, ja, und das ist keine Alarmanlage. Nein, das ist keine Alarmanlage, das ist der Notschalter für die Heizung. Wenn ich die Fenster hier öffne, schaltet die Heizung automatisch ab. Warum? Damit ich keine warme Luft nach draußen vergeude. Ist das so? Ist so, ja. Cool. Habe ich gar nicht gewusst. Das heißt, wir werden immer mehr entmündigt. Ich darf noch nicht mal mehr Stoßlüften. Aber gibt es einen Trick, der heißt Tesa. Also, Oder ausbauen. oder ausbauen. Ja, da steht's hier. Das heißt, die Marke Etrusco, ihr habt sie jetzt seit 1-2 Jahren? Seit 2 Jahren, ja. Seit 2 Jahren. Du bist zufrieden? Ja, also Top-Marke, Top-Qualität, werden in Italien bei Leica gebaut. Die Fahrzeuge sind, auch was innen drin angeht, ein sehr, sehr hoher Standard für ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da bekommt für das Geld. Ja, wichtig ist auch die Qualität, die Passmaße. Du bist Elektromeister und wir kennen es seit ein paar Jahren. Du sagst gerne mal die Wahrheit und die unverblümt. Ja. Ihr habt die Fahrzeuge in der Vermietung im Einsatz gehabt. Und zwar bevor ihr die erstmal verkauft habt, Genau. hat er gesagt, wir machen die mal ein Jahr in die Vermietung. Abgesehen davon, dass man die vermieteten Fahrzeuge ganz gut verkaufen kann anschließend, ja. Denn der Werterhalt ist sehr hoch. Wie war denn das Ergebnis? Hattet ihr viele Probleme? Nein, also wir machen das immer so. Wenn wir neue Marken akquirieren oder wenn Händlerschaften uns angeboten werden, dann testen wir die Fahrzeuge erst immer in der Vermietung, weil wir da sehen, der Mieter, der ist das erstmal egal, was mit dem Fahrzeug ist. So achtet er auch darauf im größten Fall. Viele, sagen wir mal. Es gibt ja viele, die... Ja. Also im größten Fall oder viele passen auch gut drauf auf. Aber da sieht man, und wenn die Fahrzeuge ein ganzes Jahr laufen und sie haben keinerlei Mängel und keinerlei Probleme, dann wissen wir, dass das die richtigen Fahrzeuge sind für einen Eigentümer, der halt so ein Fahrzeug kauft und sehr lange damit fahren möchte. Ja, die Erwin Hümer Group hat da so ein bisschen auch, was die Qualitätskontrolle geht. Ich sag mal, Etrusco ist Mitglied der Erwin Hümer Group, sind selbstständig, gar keine Frage, aber ich sag mal, das ist einer der größten Hersteller für Wohnmobile der Welt. Ich sag mal, die Qualitätsstandards, gerade was Passmaße, was Verarbeitung angeht, das hatte ich schon sehr, sehr begeistert. Ja, also das ist das, was mich wirklich an den Fahrzeugen begeistert, weil das ist sehr, sehr selten zu sehen und das ist was sehr oft bei günstigeren Modellen dann nachlässt. Dann sieht man, dass die Spaltmaße nicht stimmen und andere Sachen, die mir direkt auffallen. Du hattest vorher Italiener, die waren anders. Die waren nicht schlecht, also die gingen auch sehr gut, aber das war alles nicht so, war alles nicht so schön, oder? Ja, also die waren sehr gut. Die sind auch vom Preisniveau ganz anderes Preisniveau gewesen. Aber da hat man schon gesehen, dass da die Spaltmaße zum Teil eben nicht so gepasst haben, wie jetzt hier bei den Leica-Fahrzeugen, oder die Fahrzeuge Etrusco, die bei Leica produziert werden. Ja, hier vorne die Thule Einstiegshilfe-Treppe ist dabei. Genau. Eintrittsstufe ist auch inkludiert im Preis. Genau. Elektrisch? Elektrisch kann ich hier über den Schalter einfahren und ausfahren. Geht doch recht schnell. Ja, wenn ich jetzt mehr wie 100 Kilo wiege, Problem? Kein Problem. Kein Problem, dann gehen wir mal rein. 80 Kilo. So, Aufbautür. Ganz wichtig, wenn du schon mal hier. Genau, die Aufbautür hat wieder dieses Jahr inkludiert das Fenster im Türrahmen drin. Also so, dass man schön raus und reinschauen kann und kann halt auch verdunkeln, wenn man das möchte. Ja, es gibt bei Fiat, ich sag mal so neuralgische Punkte,
wo ich sag mal Leute gerne mal einsteigen. Das kann man googeln, auch im Internet. Ja. Ihr habt da Möglichkeiten der Nachrüstung, mechanische Lösungen, sodass man mit dem Schraubenzieher gar nicht mehr so gut reinkommt. Genau, also es gibt mittlerweile mechanische Lösungen, die man verbaut, damit man eben nicht einfach mit dem Schraubenzieher ins Türschloss reinkloppen kann und das Türschloss rausziehen kann. Das machen wir sehr oft. Das ist auch sinnvoll, da uns einfach ansprechen. Ist auch gar nicht teuer, muss man sagen. Kann man direkt mitmachen. Genau, ist gar nicht teuer. Genau, das gleiche mit der Aufbautür. Hier kann ich noch zusätzliche Schlösser verbauen, wenn ich das möchte. Genau, man kann Abus-Schlösser verbauen, das ist alles möglich. Oder man baut direkt eine Raumüberwachungsanlage ein, die dann auch gleichzeitig einen GPS-Port hat und man kann alles über das Fahrzeug, über Handy alles kontrollieren. Ja, man hört ab und zu mal so Thema Gas, was also den Leuten eingesprüht wird. Habt ihr das schon erlebt in der Vermietung? Ich habe es persönlich schon selbst erlebt, einmal in Italien. Das ist so ein Ether oder Aceton, was eingesprüht wird, was einen besser schlafen lässt. Und man merkt halt persönlich nichts davon. Diese Teile machen aber nur Sinn, wenn man sie wirklich im Schlafraum verbaut und nah am Kopfbereich, dass sie wirklich vorher ansprechen, Melder, bevor man einschläft, weil sonst haben sie keinen Sinn. Klar, wenn man schläft, dann ist vorbei. Aber es ist eher selten geworden. Ganz selten, ja. Ganz selten geworden. So, das Fliegengitter dabei? Fliegengitter ist auch schon drin, was bei vielen, wie auch das Fenster in der Tür, aufpreispflichtig ist bei uns im Preis bereits inkludiert. Sehr schön. So, ich steige mal ein hier vorne. Was mir direkt auffällt, ist dieser schöne Schiffsboden-Look-like Boden. Und ja, wir haben viel drüber geredet. Ich würde jetzt sagen, wir zeigen Ihnen erstmal das tolle Bett, aber das machen wir nicht. Wir zeigen Ihnen direkt mal die Sitzgruppe. Und dazu gehe ich mal ganz zurück. Denn es gibt hier was ganz Besonderes. Man kann erstmal beide Sitze drehen. Der Jürgen macht das. Das geht sehr einfach. Und ich kann hier richtig Platz entwickeln. Und ich habe eine Art Bar. Die Bar-Version von Etrusco. Kann man das so sagen, Jürgen? Genau. Also du siehst jetzt, ich habe jetzt hier den Tisch. Und ich kann jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen rundherum sitzen. Und noch einen Stuhl hier rein, da könnte noch einer. Kann man auch noch sich reinsetzen. Vielleicht sogar zwei. Oder zwei. Also das ist die sogenannte Lodge-Sitzgruppe, deswegen auch dieses C. Also diese Art hier ist halt eine sehr großzügige Art zu leben, wie zu Hause im Sofa zu sitzen, ohne dass man jetzt in irgendeiner Weise eingeschränkt ist. Man kann die vorderen Sitze benutzen, man kann aber auch sagen, ich sitze so und die Frau sitzt gegenüber. Ich kann aber auch sagen, ich nutze nur den halben Tisch, weil ich nur gerade morgens ein Schnellfrühstück mache. Ich kann den Tisch drehen, ich kann ihn verschieben, ich kann alles machen. Ist der höhenverstellbar, der Tisch? Auch der Tisch ist höhenverstellbar. Du siehst diesen Stempel hier. Mit diesem Stempel kann ich ja auch den Tisch nach unten verlagern und dadurch kann ich in der Mitte dieses Polster, was wir im Kofferraum gesehen haben, hier drauflegen zum Schlafen. und habe halt hier eben noch ein Bett, ein zusätzliches Bett. Weil das Fahrzeug ist ursprünglich für 2 Personen gebaut, für 2 Personen mit viel Luxus, mit viel Platz, mit Platz hier in dem Bereich, was viele vermissen. Gerade Wohnwagenumsteiger, die sagen, ja, mir fehlt der Platz, den ich im Wohnwagen habe. Hier habe ich den Platz, den ich im Wohnwagen habe. Also Kleinigkeiten, hier habe ich einen Spiegel mit dabei. Bleib mal sitzen, sage ich mal gerade, das ist der Jürgen im Spiegel. Der Spiegel ist aber so groß, dass ich mich komplett drin sehen kann. Das ist eine Forderung, die also viele gestellt haben, wenn ich rausgehe, weil ich sag mal, viele Leute leben ja auch in den Autos. Genau. Und da wollen sie sich auch mal schick machen, wenn die mal ins Restaurant gehen und so weiter. Und das kann man denn hier machen. Thema Polsterung, du bist ganz begeistert von den Farben. Das ist nicht so dieses typische Cremeweiß, was man überall kriegt, oder? Nein, das ist ein richtig schönes, helles Weiß. Es ist ein Kunstleder. Die Leute dürfen sich den Abschatz scheuen lassen vor diesem hellen. Die können ganz normal mit jedem normalen Reinigungsmittel abgewaschen werden. Wir haben die genau in der Farbe in der Vermietung gehabt und das waren die Polster, die uns die wenigsten Probleme bereitet haben. Das glaubt nie einer, aber es ist wirklich so. Sind ganz pflegeleicht, ist überhaupt kein Problem und man kann eben ganz schön was Helles, du siehst die Helle des Raumes durch dieses weiße Polster, ganz stark hervorgehoben. Ja. Was extrem stimmig ist die Kombination von dem Polster zu den schwarzen Platten, die oben drauf sind, und die weißen Schränke. Das macht das unglaublich, ich sag mal, groß. Der Raum wirkt viel größer. Ja. Der Raum wirkt hier groß und du siehst jetzt, hier habe ich halt unheimlich viel Platz. Das ist das, was viele stört, wenn sie vom Wohnwagen kommen und sagen, mir fehlt im Türbereich der Platz. Vielleicht ist man ein bisschen komponenter und das ist eben genau hier gegeben. Hier habe ich alles Mögliche, was ich hier brauche. Ich habe eine Küche, ich habe hier eine kleine Einnischung, ich habe ein Brotschneidebrett mit der Edelstahlspüle und ich komme auch hier oben gut an die Schränke dran, die natürlich wie immer bei uns auch den Einlegeböden haben und wieder automatisch auch beigehen.
Ja, Trick, das sagst du immer gerne, schwere Sachen nach unten legen. Genau. Denn ich sag mal, wenn da wirklich mal was verrutscht und es kommt einem entgegen, dann ist vielleicht die schöne Platte kaputt. Ja. Und ein Mülltrennsystem ist mit drin? Ja, also ein Mülleimer ist zumindest mit drin, ein Trennsystem nicht, aber ein Mülleimer ganz normal, um Kleinigkeiten reinzutun, 15 Liter. Und schwere Sachen immer nach unten in den Schrank reinlegen, Konserven vor allen Dingen nie nach oben in die Schubladen rein oder in die Schränke, weil da eben entsprechend alles rausfallen kann. Hier auch wieder mit Einzug, wie zu Hause auch in der Küche, in den modernen Küchen, also die schweren Sachen wirklich hier unten hin, leichte Sachen nach oben. Was mir auffällt bei den Einzügen ist, wir hatten bei den vorherigen entsprechenden Modellen, die nicht vorne in Trusco waren, echte Probleme, die schon rauszukriegen, wenn die unbeladen waren. Hier, die gehen wie auf Butter, oder? Genau, das ist deutsche Qualität, diese Schienen, worauf die laufen. Die kommen nicht aus Italien, sondern die kommen aus Deutschland. Und deswegen, das ist die gleiche Qualität wie bei den ganz teuren Küchen. Namen darf ich jetzt nicht nennen. Und deswegen laufen die auch so gut. So, hier vorne sieht man sehr schön, das sind nicht irgendwelche Fenster, sondern es sind Polyplastikfenster, Genau. direkt aus Holland. Das ist der größte Hersteller mittlerweile, was die Fenstern angeht. Es gibt da nicht viel andere mehr wie noch Dometic jetzt mittlerweile, aber ansonsten ist das der größte Hersteller. Und hier kann ich Genau, das klickt dann einmal zusammen. klickt einmal zusammen und jetzt kann ich das hier ganz normal runter machen und Fliegengitter. Das Fliegengitter oder mach's wieder auf und dann kannst du das Fliegengitter wieder hochmachen. So, das Ganze hat so ein bisschen, es sieht so ein bisschen aus wie im Cockpit vom Flugzeug. Ja, also hier ist die Platte halt entsprechend hochgezogen, auch rundherum gezogen, sodass man den Spritzschutz insgesamt ganz hat. Wir haben hier wieder unsere Multifunktionsschiene, wo ich halt alles Mögliche reinstecken kann und reinmachen kann. Tücher, Kapselhalter oder Zebra Vision Wegrolle, alles das ist da. Und wir haben auch hier wieder einen 3-Flammenkocher, wo ich auch wieder zumindest 2 große Töpfe drauf bekomme. Ja, hier vorne sieht man es auch, hier sind die Durchmesser nochmal angezeichnet. Das heißt, wenn ich dann doch mal Nudeln koche oder Linsen oder was weiß ich, da brauche ich einen großen Topf und das ist gewährleistet. Petrozündung. Oh, elektrische Zündung? Ja, elektrische Petrozündung. Cool. Das ist, ja, großes Thema Platz. Platz kann man gar nicht genug haben und ich sag mal, Thema Beladung und alles mitzunehmen. Viele reduzieren, das empfiehlst du auch. Also nicht, ich sag mal, 10 Teller mitnehmen, sondern es langen vielleicht sogar 2. Ja, also 2 will ich jetzt nicht gerade sagen, aber man sollte zumindest mal schauen, dass man das mitnimmt, was man braucht. Und am Anfang lieber mal etwas weniger wie zu viel. Und der andere Weg, dass du eben schon selbst gesagt hast, alles das, was man beim ersten Mal nicht gebraucht hat, mal mit dem roten Punkt versehen und mal rausladen. Da wird man merken, dass man das zweite Mal auch nicht braucht. Und das ist alles unnötige Gewicht, was man mitschleppt. Und 5 Kilo und 5 Kilo und 5 Kilo und 5 Kilo sind 20 Kilo. Und die machen schon was aus. Ja, wichtig ist auch die Zuladung. Also man kann nicht unbegrenzt zuladen. Bei 3,5 Tonnen ist Schluss. Genau, wir haben hier ungefähr 470, 480 Kilo Zuladung nach WLTP. Und da ist der Fahrer mit drin? Da ist der Fahrer mit drin, genau. Deswegen, wie gesagt, muss man da eben immer ein bisschen schauen. Ja, sehr schön. Also ich habe es gerade eben schon gezeigt, USB an allen Ecken und Enden, da kann man auch nicht genug haben. Etrusco zeichnet sich aus, dass sie unglaublich viele Steckdosen eingebaut haben. Hier auch wieder eine 230 Volt Steckdose und noch eine. Das gibt es ganz, ganz selten, dass man an der Küche 230 Volt Steckdosen hat. Nee, habe ich 3. Ja, oben auch noch eine, aber hier unten zumindest Lichtschalter. USB-Stecker, also alles da. Wir haben hier das sehr einfache Bedienpanel. Man braucht nichts zu lesen. Man weiß, dass da angeschaltet wird. Das sieht man jetzt auch. Der hat Strom zum Beispiel schon drauf. Hier kann ich die Pumpe anschalten. Da kann ich das Licht anschalten. Da kann ich die Wasserstände abfragen. Ist das leer? Batterie abstellen, ist alles leer. Genau, super. Also hier vorne sieht man einen großen Kühlschrank. Tedford, einer der Marktführer neben Dometic. Dometic, genau. Also den großen Kühlschrank, 167 Liter, Automatik. Er sucht sich automatisch die Bedienung, die er braucht, also das Betriebsart, die er braucht, ob Gas, ob 12 Volt oder 230 Volt. Und man hat einen Kühlschrank wie zu Hause. Das gibt keinen Unterschied. Ja, das Ganze funktioniert nicht wie zu Hause mit einem Kompressor, sondern das ist ein Absorberkühlschrank. Stimmt das? Genau, es sind Absorberkühlschränke, die halt über 3 Betriebsarten gehen, wo Ammoniak erhitzt wird und dann entsprechend die Wärme aus dem Kühlschrank rauszieht. Dann haben wir hier unten halt nochmal eine Schuhklappe, wo man Schuhe oder irgendwie sonst Sachen reinstellen kann. Ist auch direkt neben dem Eingang, was ganz praktisch ist. Genau. Denn ich komme ja gar nicht drüber weg, dass man hier sich gegenüber sitzen kann. Ja, das ist schon sehr, praktisch, sehr, oder? sehr, sehr praktisch und sehr, sehr gut. Das ist auch, warum dieses Fahrzeug sehr, sehr beliebt ist, auf einer guten Länge. Weil ich halt sehr viel Platz habe und eben da eine sehr große Gruppe habe. Dann hier oben ist der Schrank, wo auch der Fernseher bereits, jetzt in dem Fall nicht, aber da kommt der Fernseher rein, inkludiert im Preis mit der automatischen Sattanlage. Die ist mit drin. Ist mit drin.
kann man rausziehen und kann den Fernseher eben nach hier drehen. Und kann ihn nach hinten drehen. Die Solaranlage macht das Fahrzeug im Sommer sehr autark, im Winter nicht so sehr, muss man sagen. Da muss man ein bisschen mehr achten. Im Winter muss man halt, also Strom kommt immer, solange es hell ist. Wenn man keine Sonne hat, eben entsprechend ein bisschen weniger. Was nicht drauf liegen darf, ist Schnee. Da muss man halt eben dann schauen, mit dem Besen mal wegzukehren, wenn man Winter fahren möchte. Ja, wir haben eben schon drüber gesprochen, Thema Dichtigkeitskontrolle. Einmal im Jahr kommt zu euch. Genau. Guckt ihr dann auch so, wenn zum Beispiel auf der Solaranlage, wenn die stark verschmutzt ist, dass ihr das macht? Genau, das machen wir dann automatisch mit weg. Also alle die Sachen, die wir dann sehen, werden sowieso ohnehin dann gemacht. So, wichtigst ist auch noch viel Licht, denn was nützt einem das beste Fahrzeug? Ganz besonders viel Licht bringt hier vorne dieses Fenster, aber da hat man einen Trick angewendet, das kann man auf alle Fenster anwenden. Da ist außen eine Lochfolie drauf, damit die Sonne per se schon mal draußen bleibt ein bisschen. Genau, das machen wir mittlerweile bei sehr vielen Fahrzeugen, weil ich das auch empfehle, auf die Seitenfenster drauf. Diese Lochfolie, die man von den Bussen kennt, haben halt den Vorteil, dass die Sonne nicht so reinkommt und vor allen Dingen, dass man nicht von außen reinschauen kann, aber von innen rausschauen kann, als wenn nichts wäre. Und machen wir ganz, ganz oft, mittlerweile bei fast allen Fahrzeugen. Von daher ist das eine sehr, sehr schöne Ergänzung zu dem jetzigen Stand. Ja, wir haben im letzten Video ein Detail gezeigt, das hat sich anschließend verkauft wie warme Semmel. Was war das? Der Spoiler vom Kastenwagen vorne am ersten Fenster. Ja, genau. Braucht man den hier? Brauchen wir hier nicht, weil hier sind die Fenster hier anders aufgebaut wie beim Kastenwagen und von daher haben wir diese Windgeräuschgeschichte hier nicht. Ja, das sind ja Flachfenster, Flächenfenster, von daher. Ja. Zeig mal gerade da vorne, da kann ich abdunkeln und genau. Ich kann auch aufmachen mit Fliegengitter. Genau, ich kann hier also abdunkeln so, und ich kann zumindest aufmachen. Fliegengitter ist hier vorne keins drin. Moment, ich muss mich andersrum drehen, damit ich da dabei schauen kann. Also, ich kann hier... Wir machen mal auf, denn es wird langsam warm. Wir drehen heute am 16. April 2020, mitten noch in der Corona-Krise. Genau. Die ersten Lockerungen sind da. Deswegen haben wir jetzt mal schnell Videos gedreht. Was ist denn, wenn ich hier an diesen weißen Nippeln nach unten ziehe? Da kommt das Fliegengitter. Ah, weil er eben gesagt hat, wer kann. Ich hab's gesehen. Ja, hast du gesagt. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Fliegengitter ist dabei. Ja, Fliegengitter ist natürlich dabei. Ach, nochmal letzte. Dass ich auch mal was weiß. Das ist auch schon ganz gut. Ja, ich zeige euch nochmal jetzt das Wichtigste von allen, denn... Jetzt machen wir erstmal noch was anderes. Was machen wir jetzt? Klär mich auf. So, jetzt machen wir hier zu. Und jetzt haben wir ganz zwei getrennte Räume, wie zu Hause. Wir haben ein Schlafzimmer und wir haben ein Wohnzimmer. Die Frau kann Bücher lesen oder Fernsehen schauen hinten und ich kann hier vorne Fußball schauen. Ich sage immer, die Frau guckt hinten Hermelinchen Pilcher und ich gucke vorne die Bundesliga. Das kann man ja mittlerweile auch per Tablet machen. Es gibt viele Leute, die haben einen Router eingebaut oder ich sag mal, gucken über das Handy, über einen Hotspot, über ein Tablet und so weiter. Es ist ja nicht mehr nur noch die SAT-Anlage. Ihr verbaut mittlerweile sogar Prime-Sticks, Amazon Prime, alles Mögliche. Alles Mögliche wird verbaut, das, was der Kunde haben will, so wie es gewünscht ist. Ja, ich zeige dich mal gerade, wie du da genüsslich sitzt. Und ja, wir sind mitten im Saarland, nämlich an einem der schönsten Stellen, die es gibt, direkt an der französischen Grenze. Und ja, die Corona-Krise, ihr habt Fahrzeuge vorgeordert, ungefähr 60 Stück habt ihr im Moment da. Die Werke stehen allerdings still, stimmt das? Genau, die Werke stehen schon seit mehr als einem Monat still. In Italien, auch in Frankreich natürlich, und es werden keine Fahrzeuge produziert und es werden auch keine Fahrzeuge mehr produziert, wenn wieder aufgeht, außer die Fahrzeuge, die namentlich bestellt worden sind. Heißt, es wird automatisch zu einer Verknappung der Fahrzeuge kommen, sobald diese Problematik mit Corona beseitigt ist. Und die Welt nach Corona wird eine ganz andere sein wie vor Corona. Die Reiseaktivitäten werden sich ganz verändern und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Individualurlaub machen mit einem Wohnmobil noch mehr an Zuspruch findet, wie ohnehin jetzt schon, und dass die Leute noch mehr wollen Wohnmobil fahren und Wohnmobil reisen, weil es halt einfach etwas ist, was ungefährlich ist und was anders ist wie alles das, was wir bisher gekannt haben. Korrekt. Ja, jetzt die Frage aller Fragen, ja, bevor wir uns das Bett angucken. Du wirst natürlich die Corona-Krise nutzen und die 60 Fahrzeuge, die du noch hast, zum überteuerten Preis verkaufen. Nee, da haben wir uns vorher schon drüber gesprochen. Das ist nicht das System. Ihr macht das seit, ich glaube, das Thema Wohnmobile schon ewig, oder? Wie lange macht ihr das? Ja, wir machen also Wohnmobile schon mehr als 10 Jahre.
Bei uns ist das gesund gewachsen. Wir haben mit einer Vermietung angefangen, dann mit einer Werkstatt und dann die letzten Jahre eben ergänzt zum Wohnmobilverkauf, haben uns aber sehr lange Gedanken gemacht, welche Marken wir nehmen. Und da ist eben eine der Marken eben Etrusco aus der Hümergruppe, weil wir oder ich vor allen Dingen von der Qualität überzeugt bin. Und ich sage immer, das Beste ist, wenn man das sieht hier, diese Spaltmaße an den Schränken, die überall gleich sind, wie mit dem Gewehr geschossen. Das ist das, was für mich entscheidend ist, wie ein Fahrzeug verbaut ist. Und das ist bei vielen, vielen Fahrzeugen eben nicht so, wie das bei den Etruscos ist, die eben aus dem Leica-Werk kommen, was sehr deutsch orientiert ist. Wenn man dich mit irgendwas begeistern kann, dann sind es, ich glaube, Triathlonräder und Spaltmaße. Jürgen, ja. Du hast ein hochprofessionelles Messgerät dabei, nämlich ein Stück Papier. Ja. Wenn du das mal kurz einführst in die Spaltmaße. Genau, also wenn man das hier sieht, die Spaltmaße, das ist halt für mich immer so ein Augenmerk, ob ein Fahrzeug gut verbaut ist. Und die sind halt überall immer gleich. Ob du dir jetzt diese anschaust oder ob du dir die anschaust oder ob du dir die anschaust. Die sind an der ganzen Front der Schränke gleich. Und daran erkennt man, ob Fahrzeuge seriös, sauber verbaut sind oder ob sie einfach nur zusammengeklaustert sind. Und das ist für mich immer so ein entscheidender Merkmal, wo ich sehe, da wird mit Qualität, da wird mit Liebe gearbeitet und da wird mit Intuition gearbeitet. Wenn ich so ein Fahrzeug sehe und wenn ich da reingehe, dann sehe ich ganz schnell, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man mal andere Farben wählt, dass man mal andere Interieur wählt. So wie es heute modern ist, wie wir oder ich zumindest bin groß geworden in der Zeit mit grünen, blauen Fliesen im Bad, mit Eiche-Barock-Schränken. Ja, das will keiner mehr sehen heute. Das sind helle Polster, die sind sauber machbar, genauso wie ein Stoff. Da fahre ich mit dem Spüli drüber und dann ist es weg. In der Vermietung letztes Jahr eingesetzt. Das waren die uns am wenigsten Probleme bereitet haben, weil sie problemlos sind. Und ich habe hier dieses schöne Cappuccino Braun dazu, was ich hier an den Innenwänden habe. Von daher passt das alles stimmig zusammen, als Toskana-Stil. Das, was du da siehst, die beiden leeren Schächte, ist natürlich der Platz für das Radionavigationssystem von Zentec, was mit Rückfahrkamera, was eine Freisprecheinrichtung und Navigation und Stellplatzführer beinhaltet, setzen wir erst rein, wenn der Kunde das Fahrzeug bekommt, ist auch im Preis bereits inkludiert. Ja, also ein komplettes Angebot. Gehen wir mal in die wichtigste Abteilung, die ich absperren kann, das haben wir eben schon gezeigt. Die Luftheizung ist von Truma. Genau. Die ist hier vorne. Das ist auch eine sehr einfache Regeleinheit. Die kann man auch noch nachrüsten in der digitalen Version. Aber hier habe ich 2 Drehregler. Einer für die Heizung und einer für warm. Da habe ich gewusst. Ja, ich erkläre die Heizung und der Jürgen flitzt sich auf dem Bett. Genau. Die Schuhe sind allerdings nicht auf dem Bett, muss man sagen. Liegst du gut? Ich liege sehr gut. Und das ist das Schöne hier. Ich habe hier eine Bettsituation wie zu Hause. Also 1,40, ein französisches Bett, deswegen QB, also dieses Queens-Bett auf Englisch oder amerikanisch. Du liegst nicht ganz hinten, richtig? Ich lieg nicht ganz wegen hinten, den Schuhen. Genau, wegen den Schuhen, genau. Ich will ja natürlich nicht mit den schmutzigen Schuhen jetzt auf die weiße Matratze. Aber du siehst, ich habe hier wirklich Platz. Ich habe für jeden einen eigenen Kleiderschrank, rechts und links. Ich kann durch das Dachfenster die Sternenhimmel sehen oder morgens die Sonne, was für mich wichtig ist. Ich habe 2 große Seitenfenster. Also alles das ist schon bereits im Preis inkludiert. Und ich kann nochmal hier hinten, geh mal um die Ecke, da hinten rein. Genau. Ich kann jetzt hier hinten nochmal einmal komplett diese Tür doppelt einmal abschließen. Echt? So. Das heißt, ich kann sie nochmal entsprechend akustisch entkoppeln. Genau, entkoppeln. Und wenn einer aufs Klo muss? Wenn einer aufs Klo muss, ich habe jetzt dazwischen ein Raumbad sozusagen und kann halt hier nochmal einmal komplett schließen, so dass wenn einer hier wirklich schlafen möchte, er eben entsprechend hier in Ruhe schläft, ohne dass man hier gestört wird, wenn man zum Beispiel die Toilette nutzt jetzt in dem Fall. Ja? So, was ihr gerade eben habt, quietschen hören, man muss sagen, die Fahrzeuge nagelneu, wir haben noch keine Übergabe. Gar nichts, die sind so vom LKW gefallen und da ist nichts kontrolliert, nichts gemacht. Das muss eingestellt werden, die Türen, da gibt es Einstellrädchen oben und unten, damit das problemlos läuft. Und die ausgeliefert werden, ich glaube, gibt es so einen 100-Punkte-Check, den ihr macht. Genau. Also unsere Übergabe dauert mit dem Kunden allein 3 Stunden, mit allem drum und dran. Und da wird alles probiert und alles getestet und da funktioniert alles. So, auch die Toilette hier wieder. Du siehst, selbst ich mit meinen langen Beinen habe hier Platz da drauf. Ich habe hier einen Toilettenabroller drin. Auch hier habe ich wieder unsere Multifunktionsschiene. Ich habe einen Spiegel, den ich von der Seite her hier auch sehen kann, was für die Frauen sehr wichtig ist. Weil
So, da habe ich den Schrank, wo ich was reintun kann. Aber was ich zeigen wollte, war, ich kann also jetzt, wenn ich hier stehe, auch mich hier an der Seite sehen. Wenn die Damen sich hinten kämmen wollen, sehen sie das hier im Spiegel drin. Cool. Waschbecken, Riesenwaschbecken? Ja, also normales Waschbecken, jetzt kein Riesenwaschbecken, aber normales Waschbecken. Ich habe hier auch wieder eine 220 Volt Steckdose. Ich habe hier ein bisschen Ablage. Da ist das Drucksystem. Du weißt, was meine Frau jetzt sagen würde. Wenn es kleiner ist, kann man es besser reinigen. Genau, genau. Auch hier wieder den Becherhalter. Alles das ist hier im Prinzip genauso mit drin. Von daher. Unten fürs Klopapier habe ich Platz. Klopapier kann ich auch dahinter stellen. Heizung. Und auf der anderen Seite habe ich meine Dusche. Jetzt hast du gerade mir den Joke verpasst. Ich wollte nämlich sagen, leider hat es keine Dusche. Aber nee, genau. Dusche ist auf der rechten Seite. Richtige Dusche. Genau. Auch hier kann ich wieder die Tür verschließen. Und habe hier eben ganz normal meine Duschkabine, so als wenn ich zu Hause eben entsprechend duschen würde. Was mir gut gefällt, ist, ich muss nichts umbauen. Ich kann alles so lassen, wie es ist. Man lässt alles so, wie es ist. Übrigens, genau. Das ist, was du gerade machst, ist nur für die Fahrt. Ist, genau, damit die Tür nicht hin und her schlägt. Wenn ich länger stehe, mache ich es auf. Genau. So, wenn ich stehe, brauche ich das natürlich nicht einzuhängen. Habe hier wieder Einhebelmischer, wieder Metall, kein Plastik. Also alles sehr gut. Hier oben auch wieder eine Stange, um was aufzuhängen. Ich habe wieder ein Fenster oben drin. Also zum Lüften. Genau, drüben auf der anderen Seite war ja auch eins. Ja, ist auch eins. Genau. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, Feuchtigkeit. Guck mal hier, der Riesenspiegel. Guck mal gerade. Hier, ja, genau. Also das ist, wenn man hier im Bett liegt, kann man sich zum Beispiel im Spiegel schauen. Ja. Ach so. Ja. Machst du das so? Gut. So, dann gehen wir nach vorne. Ich glaube, wir haben alles durch. Was die Leute immer wissen wollen, das ist echt fürchterlich, ist der Preis. Denn bei Etrusco musst du mal gucken auf dein Notebook. Ja. Wir haben aber noch nicht alles durch, weil wir haben eben im Kofferraum noch 2 Rückenlehnen liegen gesehen. Aha. Diese beiden Rückenlehnen sind dafür da, um aus diesem zweisitzigen Fahrzeug ein viersitziges Fahrzeug zu machen. Das heißt, ich muss ja in Fahrtrichtung sitzen. Und damit ich in Fahrtrichtung oder zumindest quer sitzen kann, kann man eben da und hier einen richtigen Sitzplatz umbauen. Dafür sind die beiden Sitze hinten drin. So, dann mache ich die Füße unten rein. Genau. Und dann kann ich eben hier noch 2 zusätzliche Personen mitnehmen, die entsprechend dann mitfahren könnten. So, dieses Fahrzeug liegt inklusive der Komplettausstattung. Ich sag's nochmal, wir haben Aluminiumfelgen, wir haben die Solaranlage, wir haben den TV, wir haben die automatische Sattanlage, wir haben die Markise, wir haben den Radträger, wir haben das Navigationssystem mit Rückfahrkamera und Stellplatzführer und Radio. Wir haben die Fahrerhausklimaanlage, wir haben den Tempomat drin, Lederausstattung. Alles zusammen 58.900 €. Überführung? Ist schon inkludiert. Ist inkludiert, weil viele fahren Überführung. Endpreis. 5.000 € extra? Nee, gibt's nicht. Endpreis. So wie er hier steht, Endpreis. Zulassung, wie läuft das denn? Wenn ich jetzt, warte, ich setze mich mal hin. Jetzt ist das 4. Video. Ich glaube, eins haben wir noch, was wir heute drehen. Wenn ich jetzt von weiter weg komme, ja, dann stellen ja Leute immer die Frage, ich würde das kein Probe fahren, dann ihr telefoniert ganz oft. Was sagen die Leute? Dass sie hier alles im Video schon mal gesehen haben? Also es ist so, dass wir die meisten Filme verkaufen, die meisten Autos verkaufen nur über unsere Filme. Und wir handeln das alles über Mail oder über FaceTime, Fernsehen oder Computer ab. Die Kunden bekommen von uns einen Kaufvertrag zugesandt. Das Fahrzeug wird fertig gemacht. Sobald das Fahrzeug fertig ist, bekommen sie eine Rechnung. Der Kunde bezahlt. Er bekommt von uns im Gegenzug die COC-Papiere, lässt das Auto zu und kommt mit dem Zug, mit dem Flugzeug oder mit dem Freund zu uns. Muss 3 Stunden Zeit mitbringen, weil wir brauchen 3 Stunden für die Einweisung mit den Papieren, mit allem drum und dran. Und dann fährt er mit seinem eigenen Fahrzeug nach Hause. Wenn ich jetzt, du siehst ziemlich vertrauenswürdig aus, ja, wenn ich jetzt Angst habe, dir vorab das Geld zu schicken, wie läuft das genau mit dem Fahrzeugbrief? Also, dann gibt es nur die Möglichkeit, das Fahrzeug bar zu bezahlen bei uns. Dann kann er nur mit einem Überführungskennzeichen kommen oder wir nehmen Überführungskennzeichen für ihn. Heißt, wir lassen den Salui Überführungskennzeichen machen. Er darf dann damit nach Hause fahren, 1 Woche lang, und dann muss er das Fahrzeug zulassen. Habt ihr schon mal gehabt? Ja. Es kommt schon mal vor, aber ganz, ganz selten. Die meisten tun bei uns, egal aus wo, aus Europa, selbst aus der Schweiz, aus Österreich, immer vorab überweisen, weil das der einfachste Transferweg ist. Ja gut, Leute fragen ja schon mal, genau. Ich meine, das geht 60.000 €. Genau. Man weiß ja nicht, heute in der Krise, vielleicht seid ihr morgen nicht mehr da. Ja, nee, also ist eine berechtigte Frage, aber wie gesagt, von 100 Fahrzeugen, glaube ich, haben wir 2 mal gehabt, die bar bezahlt haben vor Ort. Das Problem ist dann auch wegen Geldwäsche und wegen Falschgeld
muss der Kunde dann mit uns auf die Bank gehen, damit wir das direkt testen lassen können. Gibt ja heute sehr gute Kopien. Genau. Sagen wir es mal so. Genau. Ja, gehen wir mal raus. Sag nochmal den Preis. 58.900. Ja, geschenkt ist anders, aber es ist sehr günstig. Ja, also es ist ein sehr, sehr guter, fairer Preis mit der Komplettausstattung für dieses Fahrzeug. Noch eine Rückfrage. Fahrzeug ist neu? Fahrzeug ist neu. Ist keine Tageszulassung? Keine Tageszulassung. Kein Vermiet? Kein Vermietfahrzeug, ist neu, hat im Moment 5 Kilometer drauf. Okay, super. Denn die Frage ist durchaus berechtigt, wo Leute dann sagen, ja, ist vielleicht ein Vermietfahrzeug. Nee. Nein, ist nicht, ist ein Neufahrzeug. Gut, super. Ihr seid autorisierter Etrusco-Partner? Genau, wir sind autorisierter Etrusco-Partner und verkaufen die Fahrzeuge, wie gesagt, europaweit. Von daher ist das für uns alles normales Geschäft. So, wenn ich jetzt die entsprechenden Prüfungen habe bei dem Fahrzeug, das hat ja Serviceintervalle, jetzt nicht der Aufbau mit Dichtigkeitsprüfungen, allen drum und dran. Wie läuft das ab? Also hier ist ja ein Fiat-Fahrgestell. Also Fiat-Fahrgestell fahre ich in jede Fiat-Werkstatt, die in meiner Nähe liegt, oder Fiat-Händler meines Vertrauens. Wenn es mal Probleme mit dem Aufbau gäbe, was wir bisher dato nie hatten, weil die Fahrzeuge bei uns wirklich bis auf das kleinste Detail durchgecheckt wird, bevor das Fahrzeug überhaupt den Kunden erreicht, dann müsste man mit mir telefonieren und dann suchen wir in Ortsnähe eine Möglichkeit, dass das schnell behoben wird. Ja, mitten in der Corona-Krise. Am 16. April 2020 haben wir dieses Video gefilmt, weil ab Montag darf man wieder verkaufen. Das war ja lange Zeit ein großes Problem. Ihr habt 60 Fahrzeuge da. Ihr werdet keinen Corona-Aufpreis verlangen. Viele erwarten ja mittlerweile, dass Fahrzeuge billiger werden. Da hast du eine klare Antwort. Die Fabriken sind zu. Könnt ihr überhaupt irgendwas bestellen im Moment? Nein, im Moment gibt es gar nichts. Wir können weder was bestellen, noch kommt was, noch kommen die bestellten Fahrzeuge. Ich hätte ja noch ungefähr 50 Fahrzeuge, die bestellt sind, die aber gar nicht erst kommen, weil sie alle gestrichen worden sind. Das heißt, es wird zu einer Verknappung kommen. Sobald wieder alles aufgeht, wird es zu einer Verknappung kommen und die Fahrzeuge werden in 2021 teurer werden, wie sie in 2020 sind. Das ist einfach so. Muss man einfach so sehen. Gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall, Fahrzeuge sind da, sind lieferbar. Ja, jetzt letzte Frage, die vielleicht viele noch interessieren würde. Das Thema ist ja so, darf ich denn überhaupt damit fahren? Und wie siehst du das persönlich? Also im Moment ist es so, dass wir keine Probleme haben, was Verkauf angeht. Wir halten uns an die Vorgaben, die die Landesregierung hier macht. Das heißt, ich darf die auch abholen? Genau, also die Leute kommen zur Besichtigung erstmal, darum geht es ja mal. Die Leute kommen zum Besichtigen, 2 Personen dürfen kommen, sollten möglichst einen Mundschutz dabei haben. Wir halten uns dann an die Abstandsregelung und auch von unserer Seite wird Mundschutz angewandt. Auch wenn man Gespräche führt, machen wir das unter den üblichen Vorschriften. Und die Fahrzeuge können dann, sobald sie fertiggestellt sind, zum Nachhausefahren nach den heutigen Regeln problemlos abgeholt werden und nach Hause gefahren werden. Was in 3 Wochen, in 4 Wochen ist, kann ich im Moment nicht sagen. Wird man aber dann sehen. Wir gehen davon aus, dass es besser wird, eher wie schlechter. Von daher, im Moment ist es kein Problem, Fahrzeuge von uns nach Hause zu nehmen und die da hinzustellen. So, last but not least, hol deinen Zollstock raus. Letzte Variante, wir messen nochmal die Raumhöhe bei einem ausgewachsenen deutschen Mann mit 1,81 Meter. 1,81 Meter. Nee, im echten Saarländer. Lass mal kurz ich gucken. bin kein Saarländer. Du bist kein, wo kommst du her? Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Woher da? Aus der Nähe von Wittlich. Gut, lass mal gelten. Mach nochmal gerade. 28 Zwischen Zentimeter. Wittlich und Trier. Gut, Wittlich schön als gesagt. Trierer. 28 Zentimeter noch Platz zwischen dir und der dem Decke. Teil. Das ist vielen wichtig, oder? Ja, genau. Also die Größe, die Höhe, wenn man groß ist, ist immer ein Problem und von daher ist diese Deckenhöhe immer mitentscheidend. Gut, danke. Wir gehen noch kurz raus. Das könnte demnächst vielleicht Ihr Wohnmobil sein. Eines von insgesamt, wie viel habt ihr, 60 im Moment da? Und die meisten oder viele Wohnmobile stehen auch bei euch natürlich auf der Webseite drauf. Die kann man sich da angucken. Das hier ist jetzt mal auszugsweise eins, aber das ist tatsächlich auch zu haben, was hier steht. Genau, das ist zu haben. Wir haben immer auf unserer Webseite von jedem Modell eins stehen. Das heißt aber nicht, dass wir nur eins haben, sondern mehrere. Aber wir haben eins nur auf unserer Webseite stehen. Deswegen Wohnmobile-Saarländer.de. Ich habe auch schon zu viel geredet heute. Von daher fällt es mir auch schon schwer. Also Wohnmobile-Saarland schauen. Da kann man die gebrauchten oder auch die Neufahrzeuge sehen. Und von jedem Neufahrzeug ist eins eingestellt. Bedeutet aber, dass wir mehrere haben. Ja, vielen Dank, Jürgen Jung. Und melden Sie sich bei wohnmobile-saarland.de. Tschüss, Jürgen. Ja, tschö.